Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Ottegear, das Aloha Camp Shirt. Wir haben es euch bereits auf der SHOT Show 2024 kurz angeteasert. Ottegear bringt auch dieses Jahr wieder ein neues Hawaii-Shirt raus oder hat es jetzt quasi direkt schon herausgebracht zum Zeitpunkt des Videos. Das Aloha Camp Shirt ist das Motto dieses Jahr in 2024. Dazu vielleicht noch ein kleines bisschen Hintergrund. Ihr seht es häufig in den Videos, in den warmen Monaten fast ausschließlich habe ich immer Hawaii-Hemden an und tatsächlich auch zu 90% von Ottegear. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Ottegear-Fanboy bin ich, aber das hat auch was damit zu tun, dass die Hemden unglaublich cool sind und vor allem von der Qualität ziemlich gut. Also man hat hier ein Hemd, was in Portugal gefertigt wird, aus 100% Baumwolle mit Kokosnussknöpfen, und die Serie bzw. die Hawaii-Hemd-Serie von Ottegear in Kooperation mit Andrew Barwidermann. Das ist ein amerikanischer Pin-Up-Artist. Die geht schon seit 2019. Wir haben hier auch mal die älteren Generationen für euch mitgebracht, die man teilweise auch schon nicht mehr bekommt. Ganz rechts hier zum Beispiel ist das Poppies of War. Das ist das erste Muster gewesen, was rausgekommen ist. Gibt es stellenweise auch noch Produkte, Taschen oder Windjacken oder auch Wärmeschutzjacken. Kälteschutzjacken, Wärmejacken gibt es da auch noch aktuell in dem Muster. Die Hemden leider nicht mehr. Wir haben Ottegear gesagt, bringt das doch noch mal raus, das wäre tatsächlich cool. Aber zurück zum Thema. Ich wollte sagen, dass die Hemden, obwohl die jetzt von 2019 sind, immer noch super farbecht sind. Das Schwarz ist natürlich nicht mehr ganz so schwarz, sondern ein bisschen ausgeblichen. Aber ansonsten die anderen Farben noch total knallig und sind absolut wertig und trage ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Selbst das älteste von 2019. Und das mache ich nicht mit vielen Klamotten. Kurz zusammengefasst für euch, was der Barwidermann mit Ottegear zusammen designt hat. 2019, wie schon gesagt, Poppies of War, das legendäre Mohnblumenmuster mit dem Afghanistan-Krieg als Thematik hintendran. Anschließend kam Aloha Now, das war Vietnam-Ära, also in den 50er bis 70er Jahren, hier auf der linken Seite zu sehen. Anschließend kam Aloha Puahonu, das war der Pazifikkrieg. 41 bis 45, da haben wir leider kein Hemd hier, genauso wenig auch wie das Aloha Fall von den rhodesischen Buschkriegen. Das war 64 bis 79 und danach kamen die kolumbianischen Drogenkriege in den 80er Jahren mit dem Narcos Player, da ist es, Narcos Player Hemd, genau. Die Hemden kamen in der Regel immer in 3 verschiedenen Farbvarianten, also das Muster war immer gleich und die Farben gab es dann in verschiedenen Varianten. Besonderheit an diesen Ottegear-Hemden ist, dass es eben nicht nur ein Hawaii-Hemd ist, sondern wenn man sich das genau anschaut, dass dann immer auch thematisch Sachen darin versteckt waren. Ja, also im Afghanistan-Krieg hat man so die typischen Waffen, die man dort so vorgefunden hat, SR-25, RPGs, typische Waffen halt aus dem Afghanistan-Konflikt. Auf dem Vietnam-Thema hat man viele Flugzeuge und Hubschrauber mit drauf. Im Narcos-Player dann auch die typischen 80er Jahre Waffen wie die MAC-10 oder ein M16, die Drogenschmugglerboote und Flugzeuge. Also tatsächlich immer sehr, sehr cool thematisch aufgebaut. Und in diesem Jahr hat man gesagt, okay, wir gehen mal von den Kriegen weg und nehmen aber trotzdem irgendwas, was so ein bisschen Kultfaktor hat und schauen uns mal die Field Manuals an von der US Army. Jeder US Army-Soldat sollte sie kennen oder kennt sie, gab es schon in den 70er Jahren die FM mit irgendeiner Nummer hinten dran, Field Manuals für verschiedene Thematiken. Ottegear hat sich mit Barwidermann dieses Mal das Survival, Escape, Evasion and Escape Motto als Vorlage für das Hemd genommen, also mit der Zahl FM 2176 und dann auch thematisch aus diesem Survival-Buch hier die Themen mit reingebracht auf dem Hemd. So findet man nicht nur halt eben wie typisch auf einem Hawaii-Hemd die Palmen, sondern eben auch, wie baue ich einen Kompass, wie baue ich mir ein Shelter, ein Zelt, wie mache ich Feuer. Solche Sachen, die eben genau in dem Field Manual zu finden waren, findet man auch hier auf diesem Hemd als kleine versteckte Botschaften. Hier natürlich mehr offensichtlich als in den Hawaii-Shirts hier hinter mir, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr cool und muss man natürlich auch immer erstmal wissen. Und der es kennt, der weiß es und von daher ist man dann immer gleich auf einer Wellenlänge, wenn man jemand anders sieht, der so ein Hemd trägt. Von den Farben her war es so, habe ich ja schon gesagt, früher gab es immer 3 verschiedene Farbvarianten bei den Hawaii-Hemden. Dieses Mal sind es 4 bei dem Camp-Shirt. Und zwar einmal, das ist hier FM Navy in Blau hinten zu sehen.
Dann haben wir hier einmal Paper, das liegt hier vor mir. Das hat tatsächlich so ein bisschen die Farbe von dem, deswegen habe ich es hier auch mal hingestellt, das US-Waffenöl-Original. Das ist sehr farbecht, ansonsten würde man sagen so Sandfarben. Oder auch wie das Field Manual, wenn es denn schon ein paar Jahre liegt und ausgeblichen ist, haben wir leider keins hier. Aber so sahen sie dann aus, wenn sie ein paar Jahre in Gebrauch waren. Und wenn die Field Manuals neu waren, also niegelnagelneu aus dem Druck kamen, dann waren die eher so ockerfarben, genau wie das Hemd, was ich hier anhabe gerade. Und das wäre dann quasi auch die dritte Farbe. Und um das Ganze noch abzurunden, gibt es noch so ein Weinrot-Burgund hier, um eben nochmal eine vierte Farbe mit dazu zu nehmen. Finden wir sehr, sehr cool, dass es diesmal eben auch 4 Farben zur Auswahl gibt. Und was soll ich sagen? Ich kann mich recht schlecht entscheiden, welche denn gut ist. Ja, ansonsten fragt ihr immer, was ist denn mit der Größe? Ich bin 1,80 Meter groß, habe aktuell 100 Kilo auf der Waage und trage hier XL. Ich kann aber auch die XXL ganz gut anziehen. Die sind relativ locker und gerade weit geschnitten, wie man das halt auch von einem Hawaii-Hemd kennt. Kann man offen, kann man geschlossen tragen. Macht auf jeden Fall immer einen guten Eindruck und ist auch auf Partys immer ein absoluter Hingucker. Können wir nur empfehlen. Ihr bekommt die neuen Otte Gear Camp Shirts bei Recon Company. Der Link ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr zum neuen Design oder wie weit ist eure Sammlung der Otte Gear Hawaii Hemden fortgeschritten? Habt ihr mehr als wir hier im Studio? Dann lasst uns gerne mal wissen. Ich suche immer noch ein Fallshirt in XL und ein Pua Honu. Dann wäre meine Sammlung komplett. Also wenn ihr was habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.